Michael, guten Morgen auch nach Washington. Ja, das ist ja eine sehr lange Diskussion gewesen. Immer die Forderung natürlich auch an die USA, endlich die Freigabe für die ATACMS zu geben. Nun hat offenbar Joe Biden sich dazu entschieden. Warum kommt dieser Schritt jetzt genau zu diesem Zeitpunkt? Also zuerst einmal entscheidet Joe Biden ja immer relativ zögerlich und spät bei den Waffensystemen für die Ukraine. Insofern fällt das ins Schemata. Aber dass er jetzt tatsächlich die Freigabe gegeben hat, liegt vor allen Dingen daran, wie ihr schon erwähnt hattet, wegen der nordkoreanischen Soldaten. Man will ein Zeichen setzen Richtung Nordkorea, möglichst nicht noch mehr Soldaten und Waffen zu liefern, zum einen, und zum anderen die Ukraine in eine möglichst gute Position versetzen für eventuelle Verhandlungen. Denn Donald Trump zieht in 2 Monaten ins Weiße Haus hinein und da könnte der Ukraine durchaus der Wind ins Gesicht wehen und zu Zugeständnissen gezwungen werden. Und wenn man die Region Kurs halten könnte, dann wäre das sozusagen ein Faustpfand, was man einsetzen könnte, dann im Gegenzug dann für Gebiete in der Ostukraine, um diese wieder zurückzuerhalten. Also es geht um die Verbesserung der ukrainischen Position und um die Vorbereitung auf eine Präsidentschaft von Donald Trump. Donald Trump hast du genannt. Es ist ja nun mal so, dass eben gerade Joe Biden ja nicht mehr sonderlich lange im Amt ist. Gibt es denn also auch schon von Donald Trump Reaktionen auf diesen Schritt nun aus dem Weißen Haus? Nein, es gibt überhaupt keine Reaktion von Donald Trump zum jetzigen Zeitpunkt, auch nicht aus seiner direkten Entourage in Mar-a-Lago. Das ist vielleicht tatsächlich ein wenig verwunderlich. Vielleicht haben Joe Biden und Donald Trump ja auch darüber gesprochen, als sie sich getroffen hatten im Weißen Haus. Das Gespräch war ja auch 1 Stunde länger als ursprünglich geplant. Ich nehme das nicht unbedingt an, aber man könnte darüber ja spekulieren. Aus den Reihen der Republikaner, eher traditioneller Republikaner, kommen Reaktionen, das sei alles viel zu spät und würde auch die Situation auf dem Schlachtfeld nicht großartig mehr beeinflussen können. Also da ist die Erwartungshaltung an diese Freigabe der ATACMS eigentlich dann doch gering. Aber ich glaube, auch im Weißen Haus geht es jetzt nicht darum, auf dem Schlachtfeld noch die große Wende herbeizuführen, sondern das zu halten, was die Ukrainer haben in der Region, kursum, wie ich schon sagte, als Faustpfand dann auch einsetzen zu können. Michael, danke dir für all diese Einschätzungen.